Schon im 6. Jahrhundert existierte in der Nähe des heutigen Standortes eine Abtei. Diese wurde jedoch im Jahr 839 durch Kenneth I. von Schottland zerstört. Eigentlich wollte König David I. die neue Abtei an derselben Stelle errichten lassen. Doch die Zisterziensermönche wiesen ihn darauf hin, dass der Boden nicht für Landwirtschaft geeignet sei und nur wenig Ertrag bringen würde. In der Folge wurde der heutige Standort gewählt und 1136 mit dem Bau begonnen. Der Ostteil war im Jahr 1146 bezugsbereit. Bis zur Fertigstellung des gesamten Klosters, welches in Form eines Johanneskreuzes angelegt ist, sollten jedoch noch 50 weitere Jahre vergehen. Noch heute zeugen die zahlreichen Verzierungen von der einstigen Pracht des Ortes. Die Abtei wurde zum Mutterhaus des Ordens in Schottland und nach gründete man Tochterklöster an verschiedenen Standorten, wie beispielsweise Newbattle oder Kinloss. Im Laufe der Zeit entstand um die Melrose Abbey eine kleine Stadt. Diese wurde 1322 von Edward II. Von England angegriffen. Dabei zerstörte er auch große Teile der Abtei. Mit Hilfe von Robert the Bruce wurde sie später wieder aufgebaut. Doch die Ruhe währte nur wenige Jahrzehnte. Als Richard II. Von England die Armee von David II. Von Schottland 1385 nach Edinburgh zurückdrängte, ließ er auch die Melrose Abbey niederbrennen. Es dauerte mehr als 100 Jahre, bis sie wieder aufgebaut war. 1504 besichtigte Jakob IV. Von Schottland den noch nicht fertiggestellten Bau. Bereits 1544 beschädigten englische Truppen die Abtei wieder schwer. Die Zerstörungen wurden nie wieder vollständig behoben. Im Jahr 1559 starb mit James Stuart, Sohn von Jakob V., der letzte Abt, und 1590 segnete der letzte Mönch der Melrose Abbey das Zeitliche. Ab dem Jahr 1610 wurde die Kirche des Klosters als Pfarrkirche für den Ort Melrose genutzt, bis 1810 ein neues Gotteshaus im Stadtzentrum erbaut wurde. Oliver Cromwell ließ das verlassene Kloster, in welchem sich wohl Aufständische verschanzt hatten, während des englischen Bürgerkrieges, welcher von 1642 bis 1649 dauerte, bombardieren. Noch heute sind die Spuren des Beschusses an den Außenwänden sichtbar. In der Melrose Abbey befinden sich die Gräber mehrerer schottischer Könige, beispielsweise jenes von Alexander II. Aber auch viele Adelige wurden hier bestattet. 1921 wurde bei archäologischen Untersuchungen ein Bleisarg mit einem einbalsamierten Herzen gefunden. Laut Überlieferung soll es sich dabei um das Herz von Robert the Bruce handeln, welches von einem Kreuzzug zurückgebracht worden war. Gefunden wurde es unter dem Kapitelsaal, ein sehr ungewöhnlicher Ort für die Bestattung eines Königsherzens. Der übliche Ort für ein solches Begräbnis wäre normalerweise neben dem Altar gewesen. 1996 wurde der Fund erneut untersucht. Doch zweifelsfrei lässt sich nicht beweisen, dass es dem legendären König von Schottland gehörte. Am 22. Juni 1998 begrub man das Herz unter einem Gedenkstein wieder,
Die eindrücklichen Ruinen des Klosters können besichtigt werden. In einem noch intakten Gebäude befindet sich ein Museum mit zahlreichen Funden.